ovale Körbchen, Taschen, womit fängt alles an? Natürlich mit einem ovalen Boden. In diesem Video flechten wir einen ovalen Boden, die Basis für viele zukünftige Flechtprodukte. Hallo, hallo! Mein Name ist Katharina und du bist auf dem Kanal, wo sich gewöhnliches Zeitungspapier in etwas völlig Unerwartetes verwandelt. Wenn du schon versucht hast zu verstehen, wie man einen ovalen Boden flecht, aber Ei am Kopf alles durcheinander war, damit bist du definitiv nicht allein. Da gehen die Ständer irgendwie in die falsche Richtung und womit man anfangen soll, ist auch unklar. In diesem Video zeige ich eine verständliche und einfache Methode, die alles ordnen wird. Ich erkläre jeden Schritt, langsam, detailliert und mit Beispielen. Vergiss also nicht, ein Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, und schreibe in die Kommentare, was du gerne flechten möchtest. Eine ovale Handtasche, ein Tablett oder vielleicht einen Brotkorb. Los geht's! Wir flechten mit Zeitungsröhrchen. Ja, genau, aus ganz normalem Zeitungspapier, das zu dünnen Röhrchen gerollt wurde. In diesem Video werde ich nicht detailliert erklären, wie man diese Röhrchen dreht, färbt und vorbereitet. Dazu habe ich bereits eine ganze Reihe sehr detaillierter Videos auf meinem Kanal. Die Links lasse ich in der Beschreibung, schau mal rein, falls du noch nicht weißt, wie man altes Zeitungspapier in ein cooles Flechtmaterial verwandelt. Und jetzt konzentrieren wir uns auf das Wesentliche, wie man einen sauberen und ebenmäßigen ovalen Boden flecht. Für ovale Körbchen empfehle ich sehr, zuerst eine kleine Zeichnung anzufertigen mit der genauen Anzahl der Ständer und deren Anordnung. Also nehmen wir ein Blatt Papier, ein Lineal, einen Bleistift und erinnern uns ein wenig an die Schulmathematik. Keine Sorge, ich zeige alles. Schau, hier haben wir zum Beispiel ein Oval, das heißt, ich habe einfach meine Form entlang der Kontur umrandet. Wir beginnen mit der Suche nach seinem Mittelpunkt. Ich mache jetzt alles nach Augenmaß, um dir einfach das Prinzip selbst zu zeigen. Okay, hier ist der Mittelpunkt. Nun, wir messen den Abstand vom Mittelpunkt zur näheren schmalen Seite des Ovals. Wir bezeichnen ihn mit dem Buchstaben A. Bei mir sind das zum Beispiel 5 cm. Jetzt messen wir diese 5 cm von beiden Seiten des äußeren Randes ab und wir erhalten innerhalb des Ovals so etwas wie ein Rechteck. Dieses Segment nenne ich mit dem Buchstaben B und es ist bei mir beispielsweise 10 cm lang. Und auf diesem Segment werden unsere wichtigsten vertikalen Ständer stehen. Nun entscheiden wir, wie viele Ständer genau entlang der Länge B platziert werden sollen. Hier ist es einfach, der optimale Abstand zwischen den Ständern beträgt 1,5 bis 3 cm. Ich nehme 2 cm, das ist der Wert C. Und ich zeichne vertikale Linien I am Abstand des Wertes C zueinander, das sind meine zukünftigen Ständer. Okay, einen Teil der Ständer haben wir bereits berechnet. Es bleiben nur noch die seitlichen Ständer zu markieren. Dazu messen wir einfach den Wert C entlang des Bogens des Ovals ab und das war's. Ja, hier hat es bei mir nicht ganz gepasst, da ich alle Werte für dieses Beispiel zufällig gewählt habe. Aber ich denke, bei dir wird alles klappen, da du deine realen Werte nehmen wirst. Und hier ist unser Muster fertig. So ein Spickzettel ist überhaupt eine Rettung, wenn du möchtest, dass der ovale Boden gleichmäßig und symmetrisch wird. Also, die Berechnungen sind abgeschlossen, genug den Kopf angestrengt, es ist Zeit anzupacken. Hier ist mein echtes Muster, das ich sorgfältig ausgemessen und gezeichnet habe. Ich werde auf so einem Stück Styropor flechten, da lassen sich Stecknadeln leicht hineinstecken, damit nichts verrutscht. Ich setze die Ständer und wir beginnen zu flechten. Ich flechte nicht gern mit einzelnen Ständern, deshalb habe ich, wie du siehst, in jedem Ständer 2 Röhrchen. Also die erste Reihe, die wir jetzt flechten, wird etwas ungewöhnlich sein. Wir müssen die Basis für die Seitenständer legen und gleichzeitig alle bereits gesetzten Ständer befestigen. Ich flechte mit dem Muster gerader Zopf mit 2 Arbeitsröhrchen.
Wir nehmen 2 neue Röhrchen. Die Röhrchen, mit denen die Ständer umflochten werden, nenne ich normalerweise Arbeitsröhrchen. Ein Arbeitsröhrchen lege ich unter den ersten Ständer. Ich lasse auf der linken Seite ein ziemlich langes Ende. Jetzt nehme ich das zweite Arbeitsröhrchen und lege es oben auf den ersten Ständer. Vergiss auch hier nicht, ein langes Ende herausragen zu lassen. Dann schau, das Röhrchen, das oben liegt, führen wir unter den nächsten Ständer. Und das unter dem ersten Ständer war, muss jetzt ober dem zweiten Ständer liegen. Und so fahren wir fort. Wir umflechten alle Ständer in einer geraden Linie. Und hier ist unsere Basis für das Flechten des Ovals fertig. Und als nächstes werden wir unser Werkstück I am Kreis umflechten und während des Flechtens neue Ständer an den Seiten hinzufügen. Aber zuerst befestige ich das Werkstück mit Stecknadeln, damit es nicht verrutscht. Also wie immer markiere ich den Ständer, mit dem ich das Flechten beginne. Das kann jeder Ständer sein, der dir am besten gefällt. Wir nehmen ein neues Arbeitsröhrchen und falten es in der Mitte. Wir umfassen den markierten Ständer so, dass eine Hälfte des Röhrchens unter dem Ständer liegt und die andere darüber. Jetzt haben wir sozusagen 2 Arbeitsröhrchen. Wir beginnen, das Werkstück I am Kreis zu umflechten. Ich flechte immer noch dasselbe Muster gerader Zopf. Das Röhrchen, das oben liegt, führen wir unter den benachbarten Ständer. Und das unten war, liegt jetzt oben. Und so flechten wir eine Runde. Schau, sobald die Arbeitsröhrchen kurz werden, verlängern wir sie. Das Verlängern ist immer gleich. Bei den kurzen Röhrchen wird das Ende zugespitzt. Und in die neuen Röhrchen, in das breite Ende, träufeln wir einen Tropfen Universalkleber. Das dünne Ende stecken wir bis zum Anschlag in das breite. Und wir flechten weiter. Na gut, eine Runde haben wir schon geflochten. In der neuen Reihe flechten wir genauso weiter, bis wir zu den Seitenständern kommen. Und dort zeige ich, was wir als nächstes machen. So, wir sind gerade bei den Seitenständern angekommen.
Jetzt beginnen wir nach und nach Ständer hinzuzufügen, so, dass es am Ende genauso viele sind, wie wir am Anfang in unser Muster eingezeichnet haben. Wir werden sie schrittweise hinzufügen, ohne abrupte Übergänge. Und zuerst machen wir aus einem Ständer 2. Hier haben wir 2 Röhrchen in einem Ständer. Wir trennen sie einfach und umflechten jede einzeln. Vorerst sollen sie einzeln bleiben, später machen wir sie genauso doppelt wie die andere. Unsere Hauptaufgabe ist jetzt, die Anzahl der Ständer schrittweise und vorsichtig auf die benötigte Anzahl zu erhöhen wie in unserem Muster. Und das müssen wir schaffen, bevor wir die Grenze des markierten Ovals erreichen. Nun, und wie du dir wahrscheinlich schon gedacht hast, alles, was wir auf der einen Seite machen, wiederholen wir auch auf der anderen. Also, auf der anderen Seite des Ovals alles dasselbe. Die nächste Reihe habe ich ohne Änderung geflochten. Die Zone mit den Seitenständern ist sehr dicht geworden. Dort ist es nicht so einfach, die Arbeitsröhrchen zu verlegen, geschweige denn neue Ständer hinzuzufügen. Also ist diese Reihe einfach dazu da, die Situation etwas zu entspannen und Platz für Manöver in der nächsten Runde zu schaffen. Okay, und in der nächsten Reihe ist bereits Platz für Manöver entstanden, deshalb fügen wir noch Ständer hinzu. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Eine ist, einfach einen neuen Ständer dorthin zu stellen, wo er gebraucht wird und ihn zu umflechten. Aber ehrlich gesagt gefällt mir diese Methode nicht, weil abstehende Enden bleiben. Die zweite Methode ist, einen bereits vorhandenen Ständer zu trennen. Wie wir es schon zusammen gemacht haben, diese Methode liegt mir näher, sie ist ordentlicher. Und am Ende sieht alles harmonisch aus. Also bleiben wir bei der zweiten Variante, damit alles schön und ordentlich wird. Aber es stellt sich die Frage, wie trennt man einen Ständer, wenn dort nur ein Röhrchen ist? Ganz einfach. Zuerst fügen wir neue Röhrchen zum Ständer hinzu und trennen ihn dann. So machen wir es. In dieser Reihe verwandeln wir alle einzelnen Ständer in Doppelte. Auch das Hinzufügen von Röhrchen zu den Ständern machen wir vorsichtig, damit nichts absteht. Schau einfach, seitlich des vorhandenen Ständers bereiten wir Platz vor. Wir machen eine kleine Mulde direkt am Geflecht. Und in diese Mulde stecken wir das Ende eines neuen Röhrchens. So stehen keine Enden ab und die Textur des Korbs bleibt gleichmäßig und glatt. Also, wir verwandeln alle einzelnen Ständer in Doppelte. Ich habe gerade erst angefangen, diese Reihe zu flechten und da kam mir noch eine Idee. Ich habe genau hingesehen, dass ich an den Ecken letztendlich 7 Ständer haben sollte. Wenn ich in der nächsten Reihe einfach die doppelten Ständer an den Ecken trenne, bekomme ich nur 4. 3 weitere würden fehlen. Und plötzlich schien es mir, dass ich es vielleicht nicht schaffen würde, alle benötigten Ständer bis zur Grenze des Ovals hinzuzufügen. Deshalb habe ich beschlossen, warum nicht auch die äußeren vertikalen Ständer mit einbeziehen. Nicht nur die seitlichen Röhrchen verwenden, sondern wirklich alle Möglichkeiten nutzen. Naja, scheint eine gute Idee zu sein. Kurz gesagt, ich habe angefangen, ein wenig zu improvisieren. Schau, was ich gemacht habe. Ich habe einfach jeweils ein Röhrchen zu den äußeren vertikalen Ständern hinzugefügt. Jetzt sind meine 4 äußeren Ständer dreifach. So sieht das i am Moment aus. Und wir flechten diese Reihe ohne andere Änderungen. Diese Reihe ist sozusagen fixierend, damit sich die neuen Röhrchen gut in den Ständern befestigen. Und hier ist schon die neue Reihe. In dieser Reihe trenne ich die Ständer. Ich verwandle die seitlichen doppelten Ständer in einzelne. Und bei den äußeren vertikalen, die jetzt dreifach sind,
trenne ich jeweils ein Röhrchen ab und das ist, was ich erhalte. An den Seiten jeweils 6 einzelne Ständer und laut Muster sollten es 7 sein. Aber bis zum Rand des Ovals sind es noch einige Zentimeter, also bleibt etwas Spielraum. Wir schaffen es noch, einen fehlenden Ständer hinzuzufügen und alle einzelnen Ständer in Doppelte zu verwandeln. Hier habe ich angefangen, etwas anderes zu bemerken. Die Ständer an den Seiten sind etwas verrutscht, sie stimmen nicht mit den Markierungen auf dem Muster überein. Deshalb habe ich beschlossen, diese und die nächste Reihe so zu flechten, dass alles ausgerichtet wird. Während des Flechtens schiebe ich die Ständer einfach an die richtigen Stellen. Und das war's, ich flechte so 2 Reihen. So, diese 2 Reihen habe ich geflochten, die Ständer sind an ihrem Platz, es fehlt nur noch ein kleines Stück und der Boden ist fertig. Ich denke, du ahnst schon, was ich jetzt machen werde. Ich verwandle alle einzelnen Ständer in Doppelte. Wie üblich. Ich stecke einfach ein neues Röhrchen seitlich des Ständers in das Geflecht. Aber erinnerst du dich? Ich habe gesagt, dass ich noch einen Ständer hinzufügen muss. Wenn man genau hinsieht, fehlt genau in der Mitte der Seiten jeweils ein Ständer. Jetzt zeige ich, wie ich ihn vorsichtig hinzugefügt habe. Obwohl man es am Video eigentlich schon sehen kann. Zumal du ja schon weißt, welchen Trick ich mit den seitlichen vertikalen Ständern gemacht habe. Genau denselben Trick wiederhole ich jetzt. Ich mache 2 Ständer dreifach, trenne jeweils ein Röhrchen ab und verbinde sie. Im Ergebnis, ein neuer Ständer ist entstanden. Alle Ständer sind doppelt und alle Enden sind am Inneren des Geflechts versteckt. Kurz gesagt, ich bin zufrieden. Alles läuft nach Plan. Es bleibt nur noch ein paar Reihen bis zur Grenze des Ovals zu flechten. Aber ich denke, du hast schon einen Haken entdeckt. Mein Oval ist schön und formgerecht geworden, aber meine Form war doch eher ein Rechteck mit sehr abgerundeten Ecken. An den Ecken fehlt buchstäblich ein winziges Stück, damit der Boden bis zum Rand reicht. Das muss irgendwie korrigiert werden. Wir wollen ja keine kahlen Stellen an den Ecken lassen. Schau, was ich mir überlegt habe. Ich flechte einfach nur dort, wo es fehlt, an der leeren Stelle. Dafür brauche ich nur ein Arbeitsröhrchen. Ich nehme das untere Arbeitsröhrchen und flechte damit nur 3 Ständer. Ich wechsle ab, mal über den Ständer, mal dahinter. Beim dritten mache ich eine Wendung und gehe in die entgegengesetzte Richtung. Und dann wende ich wieder und flechte mit 2 Röhrchen weiter das Muster gerader Zopf. Diesen kleinen Trick wiederhole ich an allen 4 Ecken. So passt der Boden jetzt vollständig zur Form. Und das bedeutet, der Boden ist fertig. Ich hoffe, bei dir hat alles geklappt und jetzt wirft der ovale Boden überhaupt keine Fragen mehr auf. Nun, und falls doch noch Fragen offen sind, schreib sie in die Kommentare, ich antworte bestimmt. Danke, dass du mit mir geflochten hast. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren interessanten und nützlichen DIY-Videos mit Zeitungen zu verpassen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!